Hallo liebe Freunde von Gitarren im Netz, heute ein weiteres Video auf meinem kleinen Kanal. Heute geht es ums Equipment verkaufen und zwar auf der Plattform Reverb. Wenn man auf der Plattform Reverb verkaufen will, sollte man einiges beachten. Man kann natürlich auch auf eBay verkaufen, das habe ich auch schon gemacht. Hat auch seine Tücken, aber das soll ein anderes Thema sein. Heute geht es um Instrumente oder Gear verkaufen auf Reverb. Und ich gehe mit euch meinen letzten Fall durch, da habe ich so einiges erlebt. Und dann gibt es noch ein paar Randbemerkungen aus vorigen Verkäufen. Ja, wenn ihr wie ich so ein bisschen Gear-affin seid, dann möchtet ihr bestimmt ab und an auch mal was verkaufen. Ja, und eine Möglichkeit dafür ist die Plattform Reverb. Ich bin da jetzt schon seit 2020 drauf, habe ich den ersten Verkauf gemacht, mittlerweile 26 Verkäufe, 5-Sterne-Bewertungen, also immer alles gut gegangen für die Käufer, die mich bewertet haben. Ich habe auch 7 bis 8 Sachen auf Reverb gekauft, das hat auch immer gut funktioniert. Machen wir vielleicht mal gerade hier einen kleinen Cut. Kaufen finde ich sehr sicher auf Reverb. Ich habe nie ein Problem gehabt, immer alles gut gegangen. Klar, ich kann auch Glück gehabt haben, aber das hat wirklich immer klasse funktioniert und noch immer zu dem Preis, den ich bezahlen wollte. Jetzt aber wieder zurück zum Verkaufen. Ja, ein kleines Beispiel. Ich hatte mir Ende letzten Jahres den Lion UAFX, diesen Modeller am Marshall Sound gekauft. Habe ja auch ein schönes Video drüber gemacht. Er hat mir aber letztendlich nicht mehr gefallen und ja, so habe ich mir überlegt, den verkaufst du. Und den habe ich dann auf Reverb eingestellt. Jetzt, die erste Überlegung ist immer, für wie viel willst du ihn denn verkaufen? Und dann gucke ich mich immer mal um, was sind denn so die Verkaufspreise? Und in dem Fall gab es dann verschiedene Angebote hier auf Reverb. Ja, und um mich dort einzuordnen, habe ich gesagt, okay, ich beginne mal mit einem Preis von 275 Euro. Bezahlt hatte ich übrigens 320 kleine beim Thomann vorher. Hatte mich also schon darauf eingestellt, dass ich das Geld nicht wieder reinfahren werde. Das ist auch realistisch. Also 275 und habe mich entschieden, naja, das Ding ist klein, relativ einfach zu verpacken, machen wir innerhalb Deutschland 0 Versandkosten. Gut, das Ding war dann drin, eingestellt. Da gibt es dann so verschiedene Einstellmöglichkeiten. Du machst Bilder, du arrangierst die Bilder. Ich habe dann noch mein Video mit dran gehangen. Du beschreibst ihn. Ich habe ihn auf Deutsch und Englisch beschrieben. Das geht aber in der Maske von Reverb alles ziemlich gut und man führt dich auch durch das Programm, bis dann die Anzeige letztendlich veröffentlicht ist. Das ist ziemlich einfach und ja, das hat geklappt. Dann war, wie gesagt, der Modeller drin für 275 Euro und hat sich erstmal gar nichts getan. Kein Angebot, nichts über bestimmt einen Monat. Ja, dann habe ich überlegt, was machst du? Dann habe ich den Preis reduziert auf 250 Euro, weil ich immer noch verkaufen wollte. Zwischendrin habe ich mir wieder überlegt, ach, nimmst du wieder raus? Nee, komm, lass ihn drin auf 250 Euro. Letztendlich eingestellt. Gut, dann passierte erstmal auch wieder nichts. Und dann, da ich angekreuzt hatte, Angebote von potenziellen Käufern zulassen, kam auch tatsächlich ein Angebot. Und dieses Angebot war dann 200 Euro ohne Versandkosten und dann innerhalb Deutschlands. Okay. Jetzt hast du dann, wenn so ein Angebot kommt, hast du 24 Stunden Zeit, das zu beantworten. Ich habe mir das angesehen, habe gesagt, nee, also versuchen kann man es ja mal, verschenken muss ich es nicht, habe ich das abgelehnt.
So, jetzt muss man, wenn man das einstellt, eine Bump einstellen. Bump bedeutet eigentlich nur, je höher du diesen Prozentsatz Bump nimmst, je öfter schlägt Reverb in irgendwelchen Dingen, wo es aufschlägt, dieses Produkt dann dem geneigten Menschen am Bildschirm oder am Handy oder wie auch immer vor. Ich hatte mir eine Bump-Rate von 4,5. Es geht, glaube ich, 0,5, 1,5, 4,5 und auch noch höher. Aber das kostet nachher Geld. Ich hatte also dieses Bump eingestellt. Und ja, dann kam letztendlich etwas später das zweite Angebot. Das war etwas komplexer. Ja, dieses Angebot war dann irgendwie ein bisschen so ein krummes Angebot, wo ungefähr auf 240 Euro, 45 Euro rum hinauslaufen sollte. Da habe ich gesagt, okay, komm, das machst du, obwohl ich wusste, das Päckchen geht nach Polen. Der hatte dann auch da 15 Euro Versandgebühr dazu gerechnet. Da habe ich gesagt, okay, komm, ich schlag zu, den nehme ich. Soweit so gut, habe mir das Ding schon eingepackt, runtergelegt, kam die E-Mail von ihm zurück. Ich kann binnen 72 Stunden das Geld nicht aufbringen. Also, es passiert Folgendes, der Käufer sagt, ich möchte es haben, du stimmst ihm zu, oder er schlägt zu auf den Preis, der da ist, oder er macht einen Vorschlag und du sagst, okay, ich nehme den Vorschlag an. Jetzt hat er 72 Stunden Zeit zu bezahlen. Solange sollst du gar nichts machen. Dann kam nach 10, 12 Stunden, nein, tut mir leid, ich kann nicht bezahlen, ich trete vom Vertrag zurück. Das geht, wenn er einfach nicht bezahlt, dann wird es nicht versendet. So, jetzt ist die Anzeige aber nicht mehr drin, die ist draußen, das Ding gilt als verkauft. Ich habe dann diese E-Mail an Reverb gemeldet, so nach dem Motto, hallo, was ist jetzt hier? Aber keine Antwort bekommen. Okay, dann liefen irgendwann diese 72 Stunden, also 3 Tage liefen aus. Und dann kam irgendwann die Meldung, ja, er hat nicht gekauft. So, was willst du jetzt machen? Willst du wieder einstellen? Also musste ich jetzt erstmal wieder die ganze Anzeige neu einstellen. Habe den Preis aber nicht mehr weiter reduziert, sondern habe es so gelassen, wie es war. Dann hat es wieder eine Ecke gedauert, bis der nächste Vorschlag kam. Ja genau, dann kam das Angebot, das dritte. Und er bot mir an 230 plus 15 Euro Versand nach Portugal. Da habe ich gesagt, okay, damit die liebe Mühe endlich Ruhe hat, jetzt verkaufe ich das. Bin auf dieses Angebot eingegangen und der hat dann auch brav binnen überwiesen, so dass ich verpacken konnte. So, jetzt war das dann, jetzt muss ich auf die Statistik gucken, da drin hat 1346 Ansichten generiert, 90 Mal ist es angeschaut worden, hatte 10 Beobachter, 2 Bestellungen und 3 Angebote, von denen ich ja 1 abgelehnt hatte, 1 ist nicht zustande gekommen und das 3. war es jetzt. Gut, verkauft jetzt eben für diese 245 inklusive Versand nach Polen. Also gut, jetzt habe ich es verpackt und da ich keine Zeit hatte, habe ich es meiner Frau gegeben, um es dann bei Paketdienst abzugeben. Habe dann vorher schnell geschaut, was kostet das denn, wenn ich das mache und wenn ich das versende. Und da gab es ein 2 Kilo Paket, 60 mal 30 mal 15, versichert bis 500 Euro, 14,49. Na, habe ich okay, also gut, die 15 Euro, die sind halt weg, hat er genau das überwiesen, was sowas auch kostet.
Hab aber was übersehen, das war nur ein Online-Angebot. Jetzt habe ich aber meine Frau in die Filiale geschickt zum Abgeben und ja, in der Filiale ist dann noch was passiert. Die hat es dann noch höherpreisig gesetzt auf ein 5-Kilo-Paket mit den Abmaßen 120, 60, 60, weil das gar nicht war. Meine Frau hat nicht aufgepasst. Das kostet 17,49 online oder 3 Euro teurer, 20,49 in der Filiale. Also haben wir jetzt auch noch 20,50 Euro bezahlt für den Versand. So. Ist passiert, haben wir nicht aufgepasst, ich nicht aufgepasst, zuerst dabei, dann meine Frau nicht aufgepasst in der Hektik, ist so passiert. Ja, und wenn man sich dann letztendlich das mal anguckt, was nachher übrig bleibt, und das ist das, was ich euch besonders ans Herz legen will, das ist natürlich nachher letztendlich die Abrechnung, die dann kommt, weil Reverb rechnet ebenfalls ab, und zwar nicht schlecht. Die sind ganz schön teuer. So, und jetzt kommen wir zum Kleingedruckten der Abrechnung von Reverb. Also aus den 245 Euro Umsatz berechnet Reverb jetzt 8,31 Euro Bearbeitungsgebühren. Dann 12,25 Euro Verkaufsgebühren. Dann 11,03 Euro BAMP-Gebühren und 6,01 Euro auf gesamte VHT auf die Gebühren, also Steuern auf die Gebühren. Bleiben übrig 207,40 Euro. Reverb rechnet also auf allen Umsatz, egal ob der über Verkauf oder Versand kommt, ab. Ja? Klar, die denken sich, sonst würde ich sagen 250 Euro, 249 Euro Versand, 1 Euro Kaufteilpreis und darüber könnten sie nur abrechnen, klar, sie rechnen. Also bleiben von den 245 Euro noch 207,40 Euro übrig. So, das rechnen wir mal. Die 207,04 Euro und dann noch minus die 20,49 bleiben 186,91 Euro letztendlich übrig. Plus Verpackungsmaterial musste ich jetzt natürlich auch noch haben. Jetzt nehme ich natürlich irgendeinen alten Karton, aber ich brauche noch Klebeband, um den wieder zuzumachen. Also letztendlich 185 Euro oder so bleiben letztendlich hängen von einem Anschaffungspreis von 320. Ein ganz schön teurer Spaß, oder? Ja, also das müsst ihr machen. Das könnt es reduzieren, wenn ihr die Bumpgebühren, wenn ihr es nicht bumpen lasst, euer Produkt, dann wird es billiger. Dann fallen diese Bumpgebühren nicht an. Also ich hätte hier, wenn ich nicht gebumpt hätte, 11 Euro Bumpgebühren sparen können. Oder aber, ja, dann noch ein bisschen in der Steuer, aber das wäre es dann auch gewesen. Ja, der Rest sind Gebühren. Ja, ihr dürft jetzt selber entscheiden, ob es gut ist, auf Reverb zu verkaufen. Ich fühle mich immer ganz sicher, aber es hat schon einen verdammt hohen Preis. Ja? Und ja, die Marktpreise sind nicht extrem hoch. Ja? Ich blende jetzt hier nochmal ein, was zu der Zeit, wo ich das eingestellt hatte, verlangt worden ist. Jo, na, also jo, für ein bisschen spielen, ein Video aufnehmen, natürlich viel zu viel. Ja, viel zu viel. Dann wäre ich jetzt mal gespannt auf eure Meinung. Würdet ihr auf Reverb verkaufen oder würdet ihr auf eBay verkaufen nur noch? Würdet ihr sowas wie Reverb gar nicht mehr unterstützen? Bin gespannt auf eure Meinung. Ja, ein kurzes Video, knackig. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ja, muss ich später noch was einbauen beim Schneiden.
Ansonsten wie immer, bleibt gesund, bleibt fröhlich, bleibt musikalisch. Ach ja, und wenn es euch gefällt, Daumen hoch, abonnieren wäre toll. Wie immer, bis bald, euer Toko. Thank you.